Ja, also wir haben musikalisch haben wir was beigetragen. Wir haben durch diese diversesten Feste, sei es für die Kinder, Sommerfest, Osterbasteln haben wir gemacht, Halloween-Basteln. Und das hat sich halt doch auch für die Nachbarschaft, finde ich, schon sehr, sehr viel gebracht. Also ich mache teilweise auch Projekte selber. Zum Beispiel irgendwie jetzt so Weihnachtsbacken mit Keksen. Dann ein paar Leute einladen, mich zusammensetzen und dann auch noch so verschiedene Ausstecher ausstechen, auch mit den Kindern zusammen. Weil mir manchmal die Pflanzen leid tun, mache ich das manchmal im eigenen Bereich, dass ich eben mit meinem Schlauch rausgehe und halt selber gieße oder auch mit der Gießkanne gieße und das halt auch aus meinen Kosten halt heraus mache. Weil ich mir denke, das ist einfach notwendig, da sind wir uns unseren Kindern auch schuldig, dass wir uns um Grünanlagen kümmern. Das ist eine gute Frage, warum? Naja, ich war schon immer ein kommunikativer Mensch und habe einfach gemerkt, wenn ich irgendwo neu bin oder so, wie ich da war, vor 4 Jahren mittlerweile, man möchte irgendwie im Teil dabei sein, möchte irgendwas verändern, beziehungsweise den Leuten helfen. Ich habe schon immer gerne noch Leuten geholfen. Und dann habe ich davon mitbekommen, dass es sowas gibt, dass man weiter aus der Wohnung heraus halt auch helfen kann. Und habe dann gesagt, okay, ich versuch's mal, ja. Und dann bei der ersten Bewohnerbeitragswahl wurde ich halt gleich gewählt. Und ja, anscheinend dürfte ich da einen guten Draht haben. Und ja, macht auch Spaß. Unsere Motivation, uns hier einzubringen in den nachbarschaftsbildenden Prozess, war, möglichst früh viele Kontakte zu finden, um die Eingewöhnung für uns als Familie hier in der Gemeinschaft einfach zu erleichtern. Wir fanden das sehr vorteilhaft und haben einfach diese Chance wahrgenommen. Ich denke, ich habe einige Freundschaften schließen können. Einfach Leute, mit denen ich wahrscheinlich sonst nie ins Gespräch oder nie sich mehr ergeben hätte, haben sich durch Bewohnerbeirat, durch die Themengruppen oder einfach durchs Hingehen zu irgendwelchen Gruppen haben sich Dinge ergeben, ja, wo man dann plötzlich auch mal so Privatsachen macht oder sagt, gehen wir einmal die Woche Tischtennis spielen oder gehen wir Badminton spielen oder tun wir irgendwas. Das ist einfach wirklich sehr nett. Also Frust entsteht erstens einmal deswegen, weil man mit einer Erwartungshaltung in die Sache reingeht. Ja? Und wenn die nicht bestätigt wird, dann entsteht Frust, weil man hat auch Zeit geopfert, wie gesagt, auch selber vielleicht was investiert, sei es jetzt irgendwelche Materialien oder halt vielleicht auch manchmal Geld. Ja? Aber man muss dem bewusst sein, diese Allgemeinräume sind eben für die Allgemeinheit da. Und wenn man ein bisschen flexibel an die Sache rangeht und wenn man halt ein bisschen gelassen das sieht und wirklich dem immer bewusst ist, okay, es ist nicht meine Themengruppe, es ist für uns alle da, ist es vielleicht einfacher. Manches wird funktionieren, manches wird besser funktionieren, als man sich gedacht hat und manches, wo man fest davon überzeugt wird, es wird super funktionieren, wird auf furchtbarste Weise scheitern. Und man darf es nicht dann zu persönlich nehmen. Also ich habe schon Leute erlebt, die einfach auch daran frustriert sind und dann aufgehört haben, weil sie sich zu sehr zu Herzen genommen haben, zu viel investiert haben und dann die Enttäuschung natürlich umso größer ist, wenn es dann nicht funktioniert. Mitgeben würde ich, dass es auf jeden Fall auszahlt, sich zu engagieren. Weil man kann eigentlich nur profitieren davon in dem Sinne, dass man einfach schneller Anschluss findet in der Nachbarschaft, in der Anlage. Außer man will einfach für sich die Wohnung haben. Aber ich finde es einfach einen ziemlichen Pluspunkt, wenn man in der Nachbarschaft auch wirklich zu Hause ist und nicht in seiner Wohnung. Dass man einfach Freunde hat in der Anlage, befreundete Familien, Nachbarn, mit denen man sich gut versteht, mit denen man es dann einfach gemeinsam dann auch Nachmittage, ein Wochenende, wie auch immer gestalten kann. Profitiert man, also es zahlt sich auf jeden Fall aus, sich da zu engagieren. Man muss halt akzeptieren, dass nicht immer alles dann gleich so einen Anklang findet, wie man es sich vielleicht am Anfang erwartet. Aber trotzdem einfach ausprobieren, einfach tun und es spielt sich dann eher nach einiger Zeit.
Also ein Moment, wo man sehr gut gespürt hat, den Zusammenhalt unserer Nachbarschaft, war bei den starken Regenfällen im Sommer. Da ist es bei uns bei der Terrasse im Stockwerk ins ganze Stiegenhaus reingeronnen und es waren einfach alle Nachbarn dabei mit Aufwaschen, mit Handtuch, das ganze Stiegenhaus trocken zu halten, zu versuchen, dass das nicht in die Wohnungen reinfließt. Und das ist einfach gegangen über 4 Stunden, von 8 am Abend bis nach Mitternacht waren die Leute da auf und haben da mitgeholfen. Und da hat man wirklich gespürt, man ist füreinander da.